Erbärmlich! Schaut ihn euch an! Hier, die kämpfenden Herren aus Burgund. Dort, König Etzel, noch kerngesund. Statt zu bluten wie die Freunde dein, zahlst du lieber mit Gold, Länder und Wein. Deine Bindung zu Siegfried ist sippe dünn und klar. Was auch gedenkst du zu tun? Er war stets vor dir da. Unüberwindbar erkämpfte er sie für sich. Deine gelungene Minne verdankst du allein durch mich. Wie kannst du es wagen? Reich belohnt wird der Recke, der den Tronjer mir bringt noch heute zur Strecke. Auch jede Wunde begleicht mit Sold, den Haupt gegen Burgen, den Königsschild voll Gold. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern Nibelungenlied für das Teutschhaus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, wir machen weiter mit dem nächsten Abenteuer. Und zwar 34. Abenteuer, wie sie die Toten wegschafften und wie Iring erschlagen ward. Es setzten sich die Helden vor Müdigkeit zu Tal. Nur Volker schritt mit Hagen zur Treppe vor den Saal. Sie lehnten auf die Schilde sich hin im stolzen Mut. Da dünkte dieses Rasten nicht all die Herren gut. Und zu den Freunden sagte der König Geiselher: Wir dürfen Ruh nicht pflegen, des Kampfes gibt's noch mehr. Drum rat ich, dass die Toten wir bringen aus dem Haus, sonst sind sie uns im Wege, auch bei dem künft'gen Strauß. Sie folgten seinem Rate und schafften allzumal mehr denn 2000 Tote hinweg aus Haus und Saal. Die lagen vor der Türe in ihrem Blute all, drum hob sich bei den Heunen Geheul und Jammerschall. Sie fluchten auf die Gäste und dreunten grimm und schwer. Da nahm der starke Volker vom Boden einen Speer. Aus eines Toten Händen, gewaltig schwer und groß, hoch hob der Heunenhäupter er durch die Luft ihn schoss, dass durch die breite Weste er hinflog kräftiglich und weiter vor dem Saale Herrn Etzels Volk entwich. Der König stand im Hofe und sah das Treiben an, wie dieses Hofgelages in Trauer er begann. Und weh mir diese Gäste, wie ist das grimmen Not, die besten meiner Degen, die liegen alle tot. Herr Volker und Herr Hagen, als sie den König sahen, die hoben da zu höhnen und scharf zu spotten an, ob Etzels Leid und Jammer in ihrem trotzgen Mut. Es führten spitze Reden die beiden Recken gut. Wohl wär's, sprach Herr Volker, den Heunen Trost im Leid, wenn auch ihr König stände voran in Sturm und Streit, wie es von unsern Herren ein jeder kühnlich tut, die hauen aus den Helmen mit Schwertern rotes Blut. Doch dieser feige Etzel, der faßt nur seinen Schild, um Gold darin zu bieten, dass ihm die Seinen mild, das teure Leben hüte, weil er nicht kämpfen mag, hei wieder grimmig Etzel auf Ruhr zu Stoß und Schlag.
Es musste bei den Riemen des Schildes rückwärts ziehen, den wüterfüllten Greisen Kriemhild die Königin. Doch Hagen höhnte weiter: Die Sippe, die ist echt, die Etzel dich verbindet dem Siegfriedschen Geschlecht. Ihn minte Frau Kriemhilde, i sie gesehen dich. Du hast sie, feige Heune, das wisse nur durch mich. Die bösen Worte hörte die stolze Königin, da rief in wildem Zorne sie zu dem Feinde hin: Wer mir den Tronjer Hagen, den schnöden Mörder schlägt und mir sein Haupt als Gabe vor meine Augen trägt, dem füll den Schild des Königs mit Gold ich bis zum Rand und lohn es ihn mit Burgen und manchen reichen Land. Noch niemals sah ich Helden da stehn so zag und bang, so höhnt aufs neue Hagen: Was zögert ihr so lang? Ihr kühnen Degen Etzels, verdient euch doch den Sold, sonst ist euch Frau Kriemhilde ihr Ledpapp nimmer hold. Der reiche Heunenkönig, der hatte Schmach und Not, die besten seiner Freunde und Magen lagen tot. Und die aus fremden Landen, die recken stark zum Streit, die weinten statt zu rächen mit Schwertern all das Leid. Nun reizte auch Herr Volker die feigen Feinde schwer. Ich seh hier viele Recken, rief er, die weinen sehr, statt dass sie kühnlich helfen dem König aus der Not. Pfui, wie schon lang mit Schande sie essen Etzels Brot. Jetzt endlich rief Herr Iring von Dänemark: Wohlan, bis heute hab in Ehren ich Ritterschaft getan. Auch war ich bei den Ersten in Kampfsturm stets zu sehen. Ich will allein, bringt Waffen, den Hagen dort bestehen. Da wurde er gewaffnet nach ritterlichem Brauch. Von Thüringen Herrn Irnfried, der tat das Gleiche auch. Und Hartwart, der Gewaltge, mit mehr als 1000 Mann. Auf Hagen und auf Volker ging er zum Kampf heran. Da sprach zu Hagen Volker: Seht ihr dort Iring gehen? Der vorhin sprach, er wolle alleinig euch bestehen. Was ziemt auch Helden Lüge, das rühm ich nicht sehr. Es ziehen mit ihm mit Waffen wohl 1000 Degen her. Ihr sollt mich keiner Lüge, voll Zorn rief's Iring Zein. Was ich gelobte, tu ich und leiste ich allein. Ich lass nicht aus Feigheit von meinen Mannes Wort und wäre noch so furchtbar der wilde Hagen dort. Der Held vom Dänenlande schwang hoch auf seinen Speer, es deckte mit dem Schilde sich gut der Degen her. So sprang er ohne Säumen auf Hagen vor den Saal und hob sich von den beiden gewaltge Kampfesschall. Sie schossen ihre Speere mit zorngeschwellter Hand, die sausten durch die Schilde und auf das Herz gewandt. Das splitternd in der Lüfte aufflog der starke Schaft, dann griffen sie zum Schwerte mit wilder Heldenkraft. Die Stärke von Herrn Iring, die war gewaltig groß. Er schlug auf seinen Gegner mit wütigem Getos. Der Palas und die Türme erschollen von dem Sturm, umsonst war es Herr Hagen, stand fester als ein Turm. Da ließ der starke Tronjer, der kühne Däne stehn, den Fiedelmann Herrn Volker begann er anzugehen. Er wähnte ihn zu zwingen mit seiner Schläge Kraft, doch fand er bei den Fiedler gar flinke Ritterschaft. Es schlug der schnelle Spielmann, das von des Schildes Rand, die Eisenstange stoben, als wie in lichtem Brand. Drum ließ er ab vom Kämpfen mit diesen üblen Mann, den König der Burgunden lief mit dem Schwert er an. Es war von diesen beiden jedweder stark genug, Herr Gunther und Herr Iring, wie grimm auch jeder schlug. Es sprang aus keiner Wunde des Gegners rotes Blut, es schützten sie die Rüstung, die war gar fest und gut. Da ließ er auch von Gunther und lief Herrn Gernot an, aus Panzerringen Feuer zu hauen er begann. Doch keiner brach dem andern durch scharfe Wunde Not. Weg sprang der schnelle Däne auch von Herrn Gere Not. Auf die Burgundenmannen stummt er nun schnell genug. Der kühnen Degenviere er gar geschwind erschlug. Von Gunthers Heergesinde, das mit ihm kam vom Rhein, doch Geiselher sah es, da soll's ihm schlecht gedeihen.
Gott weiß im Himmel droben, rief Geiselher das Kind. Ihr sollt mir die entgelten, die hier erschlagen sind. Von eurem scharfen Schwerte! Er lief ihn zornig an und schlug so grimm das Iring, wo plötzlich Fall begann. Er schoss von seinen Füßen hernieder in das Blut, dass alle Venen mussten, es währt der Degen gut, in diesem Streit geschlagen, nie wieder einen Schlag, doch war's von keiner Wunde, dass er am Boden lag. Als ihm der Helm vom Schwerte, Held Geiselherz erklang, da wurde ihn im Haupte so schwer und dumpf und bang, dass er in dem Gewühle hinsank besinnungslos, doch als ihm auf dem Haupte verschwunden das Getos, dacht froh er, ist die Kraft mir von Geiselher auch kund, ich bin doch noch am Leben, mein Leib ist nirgends wund. Hei, wie er mit Getobe aus Blut und Leichen sprang und wieder hoch in Händen sein scharfes Waffen schwang. Er lief hin zu dem Stelle, wo der den Tronjer fand, und schlug ihm schnelle Schläge nochmals mit starker Hand. Da drang in wildem Zorne Herr Hagen auf ihn ein. »Du musst, schütz dich kein Teufel«, rief er, »des Todes sein!« Doch Iring war nicht bange, tief durch des Helmes Hut schlug Hagen er mit Waske dem Schwerte wundergut. Als seine Haupteswunde Herr Hagen da empfand, schwang er gar ungefüge das Schwert in grimmer Hand, so daß der starke Iring hinab die Treppe sprang, indes des Schildrands schützend er überhaupt sich sprang. Nicht ließ ihm Zeit Herr Hagen zu schlagen einen Schlag, hei was es gleich wie Feuer auf Irings Helme lag, doch kam zu seinen Freunden der Dänenheld gesund, und seine Kühnheit wurde der Königin auch kund. Da nahm Kriemhilde selber den Scheld ihm aus der Hand. »Nun seh ich blutgerötet Herrn Hagens Streit gewandt. Von dir«, so rief sie freudig, »du Recke kühn und gut, du hast gar wohl getröstet mein Herz und meinen Mut.« »Die Wunde frommt euch wenig«, der Tronjerheld begann, »die soll mir schwer entgelten, noch mancher kühne Mann. Noch malen soll's versuchen, Herr Iring, wenn er mag, und gegen mich sich stellen zu dich und Stoß und Schlag.« Im Winde stand Herr Iring, der Held vom Dänenland. Er löste seine Brünne und seines Helmes Band, um sich vom Streit zu kühlen. Dann ließ in neuer Wehr der Recke schnell sich waffnen, nach einem starken Speer griff er in stolzem Mute und rief, »Ich will doch sehen, ob ich nicht doch den Hagen, den Grimmen kann bestehen.« Ihn konnt fast nicht erwarten, der Tronjer zorneschwer, mit Stößen und mit Schlägen, so sprang er wild daher, bis an der Treppe Ende sein Zürnen, das war stark, nichts frommte Mut und Stärke dem Herrn von Dänemark. Sie schlugen durch die Schilde, dass es wie Feuersglut von ihren Schwertern lohte, ihr Ring der Degen gut, der war von Hagens Schwerte gar bald so übel wund, dass er ganz mit dem Schilde sich decken muß zur Stund. Als Hagen seinen Gegner getroffen vor sich sah, ergriff er einen Wurfspeer bei seinen Füßen da und warf den Speer nach Iring mit riesenstarker Hand, dass dem aus Helm und Haupte hervor die Stange stand. Herr Iring mußte weichen in seiner herben Not, er fühlte wohl es nahe, ihm baldig jetzt der Tod. Da kam zu Todeswunden die Königin heran, ob seines Missgeschickes zu klagen sie begann. Er aber sprach, »Was klagt ihr, vie edle Königin? Nichts hilft doch euer Weinen, ich muß ja doch dahin. Doch leid ist es, das wisset, dem sterbeswunden Mann, dass er euch, schöne Fraue, nicht länger dienen kann.« Sein Antlitz war erblichen, des Todes Zeichen trug. Iring, der kühne Degen, wohl gab es Not genug. Es konnt nicht mehr genesen, der Held in Hartwards Lehn, da sah man ihn zu rächen, zum Saal die Dänen gehen. Hartwart und Irnfried sprangen grimmig in das Haus. Mit ihnen 1000 Degen, bald scholl's von Schlachtgebraus, ringsum auf beiden Seiten und Rufen und Getos, hei was man scharfe Speere auf die Burgunden schoss. Es lief der kühne Irnfried den schnellen Spielmann an, doch war's ihm nicht zu frommen,
nur Schaden er gewann. Wo schlug er den Herrn Volker so starken Schwertes schwang, dass dem von seiner Brünne manch feste Spange sprang und sich sein Panzer färbte von Blut und Funkenrot. Allein der Fiedelspieler schuf doch den Irnfried Not. Durch seinen Helm der Festen schlug er ihm einen Schlag, von dem der Markgraf sterbend in seinem Blute lag. Held Hartwart auch und Hagen, die kamen aneinand, es fielen dicht die Schläge vom Schwert in ihrer Hand. Doch bald war es entschieden, Herr Hartwart blutig rot, da sank vor Hagens Händen gleich Iring in den Tod. Als Thüringe und Dänen die Herrn erschlagen sahen, da hoben sie voll Grimmen ein wildes Stürmen an. Doch wurde schlimm verhauen erst mancher Schildesrand, ehe sie die Tür gewannen von Dankwarts starker Hand. Gebt Raum, gebot Herr Volker, und lasst sie nur herein. Was sie im Sinne haben, bringt ihnen Not und Pein. Die stolzen Häupter beugen wir ihnen allzumal, die übermüt'gen kommen nicht mehr hinaus zum Saal. Laut hörte man erschallen ein scharfes Schwertgesaus. Es waren 1000 Degen gedrungen in das Haus. Bald lagen 1000 Tote im düsteren Saal herum. Das Schallen war verklungen und alles still und stumm. Das Blut, allein das Rote, das aus den Wunden floss, hinunter durch die Luken der Ringelsteine schoss. Müd band den Helm vom Haupte manch edler Ritter gut. Sie saßen auf den Toten, die da in ihrem Blut ringsum in Saale lagen, von ihrer starken Hand. Und Hagen rief der Grimme, es wird im Heunenland das Festgelag von heute niemals vergessen sein. Was frommt es nun Kriemhilden, dass sie uns rief vom Rhein? Nun, jetzt eine kleine Zusammenfassung. Nachdem also die Burgunden angefangen haben, einen nach dem anderen zu töten in dem Saale, nachdem ihre ganzen Knechte getötet wurden von dem Bruder von Etzel, lagen die ganzen Toten alle da. Und das waren ja einige 100 Stück oder 1000 Stück, je nachdem, was man glauben möchte. Und Geiselher, der ja nicht doof ist, wusste, okay, das wird hier nicht aufhören. Wir müssen die Toten irgendwo wegschaffen, denn die stapeln sich langsam im Saal. Wie groß der Saal ist und wie viele Tote das sind, weiß ich nicht. Aber man kann sich schon vorstellen, dass durchaus ein paar Körper ein wenig im Weg stehen. Also haben sie all die Toten genommen und vor dem Saal aus der Tür herausgeschmissen und haben dort alle, mehr oder weniger die Treppe runtergeworfen oder halt drumherum aufgebaut. Was die Heunen dazu veranlasst hat, zu wehklagen und zu weinen, weil sie jetzt endlich die Sicherheit hatten, dass ihre Verwandten alle gestorben sind. Dementsprechend begann das Wehklagen, was Hagen und Volker den Anlass dazu gab, den König erst einmal zu provozieren und zu demütigen, auf den Herr Etzel natürlich einging, klar. Der würde ja schwach aussehen von seinem Volk, wenn er das nicht machen würde. Kriemhild hält ihn aber davon ab und setzt ein Kopfgeld aus auf den Hagen, dem natürlich der Iring aus Dänemark das annahm und hat es versucht. Einmal ging er zu Hagen, hat nicht geklappt. Dann ging er zu Gunther, hat nicht geklappt. Und dann ging er zu zu Gelrad, oder keine Ahnung, ging er zum nächsten, hat es auch nicht geklappt. Und dann hat er 4 ohne Namen Burgunden angegriffen und die alle erfolgreich getötet. Geiselher will das natürlich rächen, schlägt ihn auf den Kopf. Es durchdringt aber nicht den Helm, aber er sieht Sterne für einen kurzen Moment, ist bewusstlos, wacht wieder auf und ist plötzlich euphorisch und rennt zu Hagen und schafft es tatsächlich, den Hagen zu verwunden, im Gesicht eine Wunde zu verpassen und wieder erfolgreich wegzukommen. Kriemhild fand das natürlich toll, dass Irnfried es geschafft hat, den Hagen zu verletzen. Das ist schon mal eine Verletzung mehr, was auch bedeutet, er ist geschwächt.
gerade im Gesicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal hattet, aber wenn ihr im Gesicht verletzt werdet, das Blut fließt gerne mal ins Gesicht oder irgendwo, fühlt sich an wie Schweiß, ist aber keins. Und es wird halt auch alles glitschig. Ne? Aber Hagen konnte das natürlich nicht so stehen lassen und sagt, versuch's doch nochmal. Herrn Iring geht darauf ein, versucht es nochmal und Hagen, nachdem er taumelt, der Irnfried, nach mehreren Schwertschlägen, nimmt er einen Speer und schießt ihn in den Kopf. Wie genau er ihn in den Kopf schießt, weiß ich nicht. Und wieso er überhaupt noch danach reden kann und sprechen kann, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall stirbt er an der Wunde. Klar, Wurfspeer in den Kopf, in den Hals, irgendwo in die Regel, ist meistens immer tödlich. Und daraufhin sagen die Thüringer und die Dänen, jetzt gibt es kein Halten mehr, jetzt geht's los, jetzt sind sie dran. Jetzt aber richtig, ne? Und stürmen auf die Burgunden ein, ohne Planung, ohne Gedanken, einfach drauf los. Wut und Zorn prallen auf Wut und Zorn. Und natürlich haben die Burgunden einen kleinen Vorteil, weil sie hier drinnen sind und verteidigen. Ne, und die anderen müssen rein, können immer nur einzeln rein. Und dementsprechend töten sie die alle. Auch die gehen alle drauf. Und da endet dieses Abenteuer. Ich hoffe, das hat bisher euch hierhin gefallen. Noch einmal ein großes Danke an die Gesche, die mir bei dem Intro geholfen hat, die den Teil von Kriemhild eingesprochen hat. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Und dann, wir sehen uns wieder bei. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Erbärmlich! Schaut ihn euch an! Hier, die kämpfenden Herren aus Burgund. Dort, König Etzel, noch kerngesund. Statt zu bluten wie die Freunde dein, zahlst du lieber mit Gold, Länder und Wein. Deine Bindung zu Siegfried ist sippe dünn und klar. Was auch gedenkst du zu tun? Er war stets vor dir da. Unüberwindbar erkämpfte er sie für sich. Deine gelungene Minne verdankst du allein durch mich. Wie kannst du es wagen? Reich belohnt wird der Recke, der den Tronjer mir bringt, noch heute zur Strecke. Auch jede Wunde begleicht mit Sold, den Haupt gegen Burgen, den Königsschild voll Gold.